als richtiges Konzert, ihr könnt ja andere Meinung haben, gewertet. Also mit der Länge, mit Publikum, was kommen konnte, also öffentlich war das Chor in Salis in der Töpferstadt. Aber der erste Auftritt war in dem Haus, welches jetzt zur Wohnung umgebaut wurde, das Gästehaus am Park, das legendäre, wo ja auch der Milliardendeal stattfand seinerzeit. Welcher Milliardendeal? Zwischen Strauß und Honecker. Achso, DDR. hat nichts mit uns zu tun, vor unserer Das soll Zeit. doch vor unserer Zeit 82 passiert sein. Und 10 Jahre später trat dort einmal Gott auf. Zwar nicht mit diesem Milliardendeal. Aber wann? Aber das galt als unser erster Auftritt. November Wir haben uns mit einem richtigen Konzert Zeit gelassen. Nee, das war glaube ich 94 oder 93. Also 92 war noch kein Konzert. Okay. Das waren dann mehr Mucken sozusagen. Ne? Ich weiß nicht, ob man Mucken erkennt. 1994. Genau, ja. Und das war wir hatten zu der Zeit, glaube ich, sehr gemischte Konzerte oder öfter eigentlich die gemischten angeboten. Wir hatten jetzt noch nicht so spezielle. Also ein geistlicher Teil, ein weltlicher Teil, ich glaube, so war es in Kronsaales auch. Ja. Natürlich im Gästehaus bei der Mucke war es mehr unterhaltsam. In seiner Zeit haben wir viel Spirituals gesungen. Das war so das Akkordmarkenzeichen der ersten Stunde. Nee, wir haben tatsächlich über 2000 Konzerte gesungen, also wirklich richtige Konzerte. Und dazu kommen, die wurden nicht so richtig gezählt, aber ich sag mal roundabout 500 sogenannte Muckenauftritte, nicht öffentliches. Also ja, doch, es müsste gut gerne auch 500 sein, also 2500. Ja, so unser Mann der Zahlen. Ja, war der Beste in Mathematik, glaube ich. Ich glaube, darum ging es aber nicht. Also ich war es zumindest nicht. Ja, nicht. Der Beste in Mathematik. Ja, was noch nicht allzu lange her ist und ja, auch sehr schmerzlich war, in dem Sinne, also auch beeindruckend, aber nicht unbedingt nur im Positiven. Aber sagen wir, das, was mir wirklich am Herzen geblieben ist, ist sehr positiv. Als wir jetzt in der Pandemiezeit uns eine Zeit lang nicht treffen durften, als es wirklich verboten war, sich zu treffen und schon erst recht verboten, zusammen zu singen, gab es die Möglichkeit, nach einer gewissen Zeit in der Thomaskirche wieder zusammenzukommen, um zu proben und für einen Online-Gottesdienst etwas aufzunehmen und die ersten Töne auch auf Abstand gestanden zusammen, die waren, also ich habe selten etwas Emotionaleres erlebt als diesen Moment. Das war sehr, sehr ja, heftig als Gefühl. Wie soll man da jetzt noch was ergänzen? Ich ergänze mal was, damit es nicht zu rührselig wird. Eine persönliche Geschichte, die ich auch mit den Jungs gemeinsam erlebt habe im Jahr 2007. Ich kam, wie ihr alle, aus der Sommerpause mit einem frisch gereinigten Anzug. Und dieser Anzug hatte es aber an sich, dass er ja unter einer Folie eingetütet war, wie das so ist, wenn man aus der Reinigung kommt. Und die Konzerthose, die eigentlich meine gewesen wäre, die hatte dann ein anderer Mensch und ich hatte die Hose dieses anderen Menschen, der strukturmäßig ungefähr das Gegenteil von mir ist, was auch immer das sein könnte, das Gegenteil von mir. Jedenfalls, die Hose passte nicht und wir sind nach Gernrode gefahren und meine zukünftige Frau war im Publikum, was keiner wissen konnte, schon am wenigsten sie und ich. Ja, und sie ist dummerweise auch Modedesignerin. Saß aber nicht in der ersten Reihe, wo ihr Ticket sie eigentlich hingesetzt hätte, sondern aufgrund des brennenden Kerzenleuchters hat sie gesagt, sie möchte gerne hinten sitzen. Sonst hätte sie mich mit dieser absurd kurzen, weiten Hose kennengelernt und vielleicht gedacht, netter Typ, ja, der aber wird's nicht. mit der Hose, das wird nichts. Ja, so war das.